Und stell dir vor, jemand steckt einen ganz normalen USB-Stick in dein Gerät zu Hause. Er tippt nichts ein, er öffnet keine Datei, er steckt ihn einfach nur rein und in dem Moment gehört das Gerät nicht mehr dir, sondern ihm. Kein Passwort geknackt, keine Firewall überwunden, einfach nur den USB-Stick rein und die Kontrolle ist weg. Und das Verrückte ist, der Code, der das möglich macht, steckt wahrscheinlich gerade jetzt bei dir zu Hause in einem oder sogar mehreren Geräten. In deiner Überwachungskamera, in deinen Bastelgeräten, vielleicht sogar in deiner Krypto-Wallet. Und damit moin und herzlich willkommen zu Smart Home, aber sicher. Ich bin Joachim. Heute geht es um 7 brandneue Sicherheitslücken, die ich gerade aus dem News-Ticker gezogen habe und die bislang kaum jemand auf dem Schirm hat. Aber das eigentlich Beunruhigende ist nicht die Lücke selbst, sondern die Geschichte dahinter, die dir zeigt, warum wir in den nächsten Jahren sehr, sehr viel mehr davon hören werden. Aber dazu kommen wir gleich. Zuerst schauen wir mal, was überhaupt passiert ist. Sicherheitsforscher der Firma Run Zero haben 7 Schwachstellen in einem winzigen Stück Software gefunden. Und das Ding heißt FATFS. Nie gehört? Kein Wunder. Und trotzdem ist es vermutlich eine der meist verbauten Softwarekomponenten der Welt. FATFS ist ein ganz kleiner Softwarebaustein, der aber dafür sorgt, dass ein Gerät USB-Sticks und SD-Karten lesen und beschreiben kann. Und zwar immer dann, wenn ein Gerät ohne so ein vollwertiges Betriebssystem wie bei deinem Laptop eine Speicherkarte einlesen muss. Dann läuft im Hintergrund oft genau dieser Code. Wie verbreitet das ist? Sehr verbreitet. FATFS steckt in den Basisbaukästen, auf denen extrem viele Geräte, vor allem auch im IoT- und Smart Home-Bereich, aufsetzen. Also nicht nur in Bastelprojekten, sondern auch in fertigen Produkten, die weltweit millionenfach verkauft werden. Kurz gesagt, ein kleiner Softwarebaustein mit einer riesigen Reichweite. So, und jetzt kommt der Hammer. FATFS wird im Wesentlichen von genau einer einzigen Person gepflegt. Ein Entwickler, kein Sicherheitsteam, keine Meldestelle für Schwachstelle. Das heißt, eine Person muss sich um all das kümmern und das für ein Stück Software, das mittlerweile in Millionen von Geräten steckt. Von den 7 Lücken ist eine, auf die wir jetzt mal genauer drauf schauen wollen, besonders übel. Und zwar, diese Lücken haben ja immer so eine ID. Die hier heißt CVE 2026-6682. Und jede dieser Lücken bekommt auch immer einen Schweregrad, also eine Zahl zwischen 0 und 10. Und mit 7,6 ist das hier schon eine ziemlich hohe Einstufung. Und ich erkläre dir auch gleich, warum das so ist, mal ganz ohne Fachchinesisch. Denn wenn dein Gerät eine Speicherkarte einliest, dann vertraut es bei FATFS blind den Größenangaben, die auf diesem Datenträger für die einzelnen Dateien stehen. Es rechnet also mit diesen Zahlen, um sich auf dem Datenträger zurechtzufinden. Und der Trick des Angreifers ist es jetzt, auf einer manipulierten SD-Karte oder einem USB-Stick da völlig absurde Zahlen zu schreiben. Und das Gerät rechnet damit, weil es der Information auf dieser Karte vertraut, und dabei läuft diese Rechnung über. So wie bei einem Kilometerzähler, wo nach 9.999 Kilometer das Ding wieder auf eine Null springt. Nur, dass jetzt nicht der Zähler kaputt geht, sondern das Gerät plötzlich an einer völlig falschen Stelle in seinem Speicher beginnt herumzuschreiben. Das heißt, wir haben das Gerät hier erfolgreich aus dem Tritt gebracht. Und genau das kann man als Angreifer dann ausnutzen, um schädlichen Code ins Gerät einzubringen. Also, wer das Gerät kurz in die Finger bekommt, kann damit machen, was er will. Warum funktioniert das so zuverlässig? Weil diese kleinen IoT-Geräte nicht diese Schutzmechanismen haben, die dein PC längst hat, also so Speicherschutzmechanismen, Zufallsverwürfelung von Speicheradressen und was es da so alles mittlerweile gibt. Jetzt fragst du dich vielleicht, betrifft mich das überhaupt? Und da wird es jetzt spannend. Betroffen ist unter anderem das ESP-IDF von Espressif, also die Grundlage für diese ganzen ESP32-Chip-Entwicklungen. Und wenn du meinen Kanal kennst, weißt du, diese Chips sind überall in ESP-Home-Geräten, in Shellys, in unzähligen Bastel, aber auch unglaublich viel kommerziellen Fertiglösungen. Ich habe hier im Kanal schon mehrere Videos zu ESP-Sicherheitslücken gemacht, aber es hört einfach nicht auf. Die Forscher haben 17 konkrete Projekte verifiziert, von Industriecontrollern über Drohnen bis zu tatsächlichen Krypto-Wallets und ganz konkret auch
Überwachungskameras mit SD-Kartenslot. Also genauso eine Kamera, wie du sie vielleicht vor der Haustür oder in der Garage hängen hast. So, und jetzt kommt das wirklich perfide an der Sache. Du kannst nicht einfach nachschauen, ob dein konkretes Gerät davon betroffen ist, weil welcher Hersteller schreibt schon auf die Verpackung, welchen Dateisystemtreiber er tief in der Firmware verbaut hat? Das macht niemand. Die Faustregel lautet also, wenn du ein Embedded-Gerät mit SD-Kartenslot oder USB-Slot hast, dann solltest du im Zweifel davon ausgehen, dass dieses Gerät auch von dem Problem, über das wir hier gerade sprechen, betroffen ist. So, und jetzt kommt der Teil, wegen dem ich dieses Video eigentlich mache, denn wie diese Lücken gefunden wurden, das ist fast noch viel spannender und wichtiger als die Lücke selbst. Dieselben Forscher hatten sich FATFS nämlich schon mal angeschaut, 2017. Damals haben sie den Code mit Experten von Hand durchgekämmt und tagelang getestet. Das Ergebnis waren ein paar kleinere Bugs, aber nichts Weltbewegendes. Und jetzt, Anfang 2026, also fast 10 Jahre später, schauen sie das Ganze nochmal an. Aber diesmal mit einem neuen Helfer, nämlich dem GitHub Copilot, also einer KI-Programmierhilfe, wie sie Entwickler mittlerweile millionenfach im Alltag verwenden. Im ganz normalen Standardmodus mit ein paar ganz einfachen Anweisungen und plötzlich purzeln da Lücken raus, die 2017 keiner gesehen hat, obwohl sie teilweise schon vorhanden waren. Eine handelsübliche KI, wie sie jeder verwenden kann, mit einfachen Prompts, hat das also innerhalb weniger Tage aufgedeckt. Und die Forscher sagen selbst, wenn sie solche Probleme durch den Einsatz KI-gestützter Schwachstellensuche aufdecken können, dann kann das so gut wie jeder andere auch. Und das ist für mich ein Gänsehautsatz, denn hier sind es die Guten, die das Werkzeug verwenden. Aber wir können davon ausgehen, dass auch genug andere das aktuell genauso machen und die publizieren gefundene Lücken ganz sicher nicht in die Öffentlichkeit. Aber zurück zur konkreten Lücke. Du sagst jetzt, da kommt ja sicherlich bald ein Update und gut ist. Ja, aber genau da liegt jetzt das nächste Problem, denn FATFS ist ein Ein-Mann-Projekt und die Forscher haben den Entwickler im März kontaktiert, seitdem mehrfach kontaktiert. Sie haben sogar das JP-Cert eingeschaltet, also die japanische Melde- und Koordinierungsstelle für Sicherheitslücken. Die Reaktion bis heute? Funkstille, nichts. Das heißt, es gibt keinen zentralen Patch. Jedes einzelne Projekt, das auf FATFS aufbaut, muss das jetzt selber fixen, selber anpassen und dann seine Geräte updaten und diese Updates ausliefern. Und die Forscher sagen, das Zeitfenster bis zur Behebung kann man hier jetzt locker in Jahren und nicht in Tagen oder Wochen messen. Okay, atmen wir einmal kurz tief durch. Jetzt kommt der Teil, den die vielen reißerischen Schlagzeilen verschweigen und bei dem die meisten auch einen Denkfehler machen. Für diesen Angriff braucht es ja jemand mit physischem Zugriff. Das heißt, die Karte oder der Stick, der muss erstmal tatsächlich an das konkrete Gerät. Es ist also nicht das Szenario, dass ein Hacker heute Nacht aus dem Internet in deine Kamera einbricht, was ich hier auch schon mal thematisiert hatte. Ganz ehrlich, wenn ein Gerät bei dir selbst zu Hause steht, dann ist so ein Jailbreak-Szenario erstmal keine Katastrophe und nicht besonders beunruhigend. Aber, und da ist jetzt der Denkfehler, es gibt ja sehr wohl Situationen, in denen das dich voll erwischen kann. Erstens, Gebrauchtgeräte. Ja? Du kaufst eine Kamera gebraucht und weißt nicht, was auf der Speicherkarte genau drauf ist. Zweitens, Kameras an vielleicht dann doch zugänglichen Stellen. Türklingel, Garage, Treppenhaus, in Firmengebäuden. Ja, da tauscht schnell mal jemand die SD-Karte aus. Drittens, ein unbeaufsichtigter Moment. Hast du eine Reinigungskraft, einen Techniker im Haus, einen Besucher? Kurz physischen Zugriff, wenige Sekunden reichen schon völlig aus. Es geht also nicht um ein komplettes Weltuntergangsszenario, aber es geht darum, dein eigenes Risiko realistisch einzuschätzen. Was bedeutet das jetzt also für dich und dein Smart Home? Selbst prüfen kannst du es kaum, darüber haben wir gesprochen, aber du bist natürlich nicht machtlos. Hier meine Überlebenstipps für dein Smart Home. Erstens, Updates einspielen. Ich weiß, ich sage es bei jedem zweiten Video, aber genau dafür sind Updates nun mal da. Sobald Espressif, ESP Home oder dein Kamerahersteller nachzieht, gleich installieren. Zweitens, überlege, an welche deiner Geräte auch fremde Personen rankommen. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht jedes Gerät ist gleich exponiert. Und drittens, Gebrauchtgeräte immer zurücksetzen und neu flashen, bevor du sie in dein Heimnetz lässt. Du weißt nie, was der Vorbesitzer da draufgelassen hat, egal ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt. So, und jetzt bist du dran. Was sagst du dazu? Findest du KI, die Sicherheitslücken jagt, eher beunruhigend oder eher beruhigend? Und schreib mir deinen Kommentar jetzt unter das Video.
Und wenn dir das Video was gebracht hat, dann gerne einen Daumen nach oben geben. Das hilft der Verbreitung des Videos und dem Kanal unglaublich weiter. Für heute war es das mal wieder. Pass auf dich und dein Smart Home auf. Dein Joachim.